uns ein Gespräch führen. Ja, kommen wir gleich mal mit. Hallo, wir stellen euch heute Herrn Stilo vor. Herr Stilo wird uns etwas über seine Geschichte von und aus Grau erzählen. Schön. So, das ist Lennart, ich bin Lilian, das ist Damien. Und Damien hier- fängt heute das Serie an. Wo sind Sie aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich hier in Grabow, auch hier zur Schule gegangen, habe meine Lehre hier gemacht als Tischler. Ja, und habe gearbeitet bis 1989 als Tischlermeister in der VW-Gebäudewirtschaft. So, haben Sie schon immer hier gewohnt? Ich habe eine große Unterbrechung gehabt zwischen 1989 und 2018. Was ist damals passiert, dass Sie Grabo verlassen haben? Ja, wir hatten am 19. April 1989 ein Fischsterben hier in Grabow. Und da ich naturnah aufgewachsen bin und auch viel kirchliche Kontakte gehabt habe, habe ich mich aufgeregt, warum die Fische quasi in der Elde vergiftet worden sind und habe mich damit unbequem gemacht hier in Grabow. Warum gab es so viele tote Fische? Ja, stromaufwärts der Elde gibt es ein Lederwerk in Neustadt-Glewe. Die hatten Besuch aus Berlin, ein Minister ist da gekommen und haben da rein Schiff gemacht, also alles schön sauber gemacht und ihre ganze Gerbsäure in die Elde abgeleitet und damit den ganzen Fluss vergiftet. Gibt es Fotos davon? Gibt es. Ich habe das fotografiert und habe mich damit strafbar gemacht, was man mir nahegelegt hat. Und ein bekannter Hobbyfotograf hat mir diese entwickelt. Warum durften Sie die toten Fische nicht fotografieren? Alles, was nicht konform mit der Staatsmacht, also da gab es keinen, weiß was ich, das wurde unter den Tisch gekehrt. Man hat auch diese Fische rausgefischt und das Wasser ist in Richtung Dömitz quasi getrieben, Richtung Nordsee. Wie kam das mit den Fotos rauf und wer hat Sie daraufhin verfolgt? Wir haben in der Kirche daraufhin eine Ausstellung gemacht, Bewahrung der Schöpfung. Da muss ich den Hut vorziehen, dass die Kirche uns das ermöglicht hat, sonst hätte es keiner gesehen. Wie gesagt, wir haben das in der Kirche ausgestellt mit Wasserproben und alles, was dazugehört. Wie ging es weiter? Ja, wie gesagt, ich habe mich unbequem gemacht, den Herrschaften hier, nicht nur in Grabow, wir sind in Schwerin demonstrieren gegangen und dann wurde ich von der Staatssicherheit bedroht, dass das meine Gesundheit schadet. Und vor mir war ein Lehrer dran, den sie verhört haben und meine Familie stand mit gepackten Koffern zum Feierabend, wie ich nach Hause kam und dann sind wir geflüchtet. Wie war Ihre Fluchtroute und warum? Also die Bedrohung von der Staatssicherheit habe ich ernst genommen. Sie waren ja noch an der Macht. Es war ja noch, hätte ja auch anders ausgehen können. Und unsere Fluchtroute war quasi Grabow, Wittenberge per Auto, dann per Zug Richtung Magdeburg. Von Magdeburg habe ich dann Prag gelöst. Man konnte nicht einfach so abhauen. Man musste sich schon ein bisschen tarnen. Ab Prag haben wir uns ein Taxi genommen und der hat uns bis kurz vor die Grenze gefahren. Eine Shell-Karte von der Tschechei habe ich gehabt, dass ich auch da ankomme, wo ich möchte. Und von da aus sind wir über die Grenze gekommen nach Bayern. Sind Sie in Bayern geblieben? Nein, wir sind in der Bundesgrenzschutzkaserne eingezogen, ganz kurz nur, da wir Verwandte in der Nähe von Bremen, der Ort heißt Sieke. Da hat meine Frau Geschwister gehabt und die haben uns aufgenommen und dadurch durften wir die Kaserne verlassen und Richtung Bremen fahren.
Wurden Sie als Ostdeutsche erkannt und wieso? Ja, wurde ich erkannt. Erstmal, man gibt sich anders. Wir sind einfacher gewesen. Und man guckt ja auf die Sachen, was man anhat. Und dann wundert man sich, dass man nicht so gekleidet ist wie die im Westen. Und ich habe da auch kein Geheimnis draus gemacht. Ich habe mich gleich, heute sagt man, geoutet, wer ich bin. Wie fühlte sich das an? Ja, wie fühlt sich das an? Wir mussten unser Ansehen tüchtig erkämpfen. Wir sind ja quasi mit 3 Kindern, meine Frau und 3 Kinder geflohen und meine Frau war noch schwanger. Und wo wohnen Sie jetzt? Jetzt wohne ich in Grabow. Wann und warum sind Sie nach Grabow zurückgekommen? Grabow, was heute keiner wahrnimmt, ist ein ungeschliffener Diamant, sage ich immer dazu. Und ruhiger im Alter kann man nicht mehr leben, ansonsten muss man im Wald ziehen. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie Ihr Zuhause verlassen mussten? Also, wo wir quasi mit Auto nach Wittenberge gefahren sind, haben wir eine Runde um Grabow gedreht. Habe ich darum gebeten, dass meine Kinder sich Grabow nochmal angucken. Wir wussten ja nicht, ob wir Grabow nochmal wiedersehen. Wie vergleichen Sie die Erfahrungen von den Flüchtlingen früher und den heutigen Flüchtlingen? Alles ähnelt sich, wer geflohen ist. Diktaturen tragen dazu bei, dass entweder Krieg oder Misshandlung oder Andersdenkende immer vertrieben werden. Und wir haben auch anders gedacht. Aber dass es anders gekommen ist hier, konnte keiner ahnen. Danke, Herr Stilo, dass Sie da waren. Wir sehen uns das nächste Mal bei Grabow Plappert. Tschüss. Wir sind die Filmcrew von Grabow Plappert. Mein Name ist Live, ich habe Regie gemacht und den Schnitt. Ich bin Tim und ich habe Regie gemacht und habe Musik ausgewählt. Ich bin Alina, ich habe mich um den Ton gekümmert und Musik ausgewählt. Ich bin Hanna, habe mich um Ton gekümmert und habe auch Musik ausgewählt. Ich bin Lennart, ich war Interviewer und habe beim Schneiden geholfen. Ich bin Linand, bin auch ein Interviewer und habe beim Schneiden auch ein Interview. Ich bin Achim, ich habe mich über die Kamera gekümmert und den Film auch gemacht. Ich bin Damien, ich war vor der Kamera und war Interviewer.